Die Rettungssanitäter stürmten mit einer Trage herein, Ausrüstungstaschen über den Schultern geschlungen. Dr. Miller briefte sie schnell, während sie Harrison vom Sarg auf die Trage übertrugen und Monitore anschlossen, die das Wunder bestätigten. Einen Herzschlag. Schwach, aber beharrlich. Blutdruck gefährlich niedrig, Pupillen träge, aber reaktiv, berichtete der leitende Sanitäter. Wir müssen ihn sofort transportieren. Während sie Harrison hinausrollten, Sarah klammerte sich an seine schlaffe Hand. Carson drehte sich um und stellte fest, dass Parker verschwunden war. Die Enthüllung überraschte nicht, bestätigte aber seine dunkelsten Verdächtigungen. Er scannte die Menge und entdeckte Officer Ramirez. »Jenny, ich brauche sofort ein Spurensicherungsteam hier. Dieses Bestattungshaus ist jetzt ein aktiver Tatort.« »Sir?« Sie sah verwirrt aus. »Versuchter Mord an Präsident Harrison«, erklärte Carson. Die Worte rieselten durch die verbliebenen Gäste. »Und gib eine Fahndung auf Deputy Chief Parker raus. Betrachte ihn als Person von Interesse.« Das Bellen des deutschen Schäferhundes Max durchschnitt die feierliche Stille des Bestattungshauses Riverside wie eine Sirene in der Nacht. Max stand starr da, die Nackenhaare aufgestellt, sein kräftiger Körper zitternd, während er auf Polizeipräsident Richard Harrisons Mahagonisarg starrte. Seine verzweifelten Belllaute hallten von den Wänden wider und übertönten die Gebete des Pfarrers und das gedämpfte Schluchzen der Trauernden. »Schaffe diesen verdammten Hund hier raus«, zischte Deputy Chief Parker, sein Gesicht rot vor Wut. »Zeigt etwas Respekt.« Detective Michael Carson beobachtete, wie zwei Beamte versuchten, Max wegzuzerren. Doch der Hund riss sich los und stürzte mit solcher Kraft auf den Sarg zu, dass die Blumengestecke umfielen. Die Trauergäste schnappten nach Luft. Sarah Harrison, die Witwe des Präsidenten, bedeckte ihren Mund mit zitternden Händen. Max' Verhalten war nicht nur Trauer. Carson hatte den Hund bei unzähligen Tatorten gesehen. Das hier war anders. Das Tier trauerte nicht, es schlug Alarm. Als Max plötzlich auf den Sarg zusprang und mit den Zähnen an der Seidenfütterung zerrte, brach Chaos aus. Hände griffen nach ihm, um ihn zu beruhigen. Carson trat vor, eine kalte Erkenntnis überkam ihn. »Wartet«, befahl er und hob die Hand. »Öffnet ihn, öffnet den Sarg, sofort.« In der verblüfften Stille, die folgte, waren nur Max' anhaltende Knurrlaute zu hören. Was als nächstes geschah, würde alle Anwesenden für den Rest ihres Lebens verfolgen. Also Leute, lasst ein Like da und schreibt eure Gedanken in die Kommentare, zusammen mit der Stadt, aus der ihr schaut. Jetzt setzen wir die Geschichte fort. Also Leute, was haltet ihr von Max' unglaublicher Geschichte? Habt ihr schon mal erlebt, dass euer Haustier euch vor Gefahr gewarnt hat? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch solche wahren Kriminalgeschichten gefallen, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr spannende Fälle. Die Glocke nicht vergessen, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und jetzt mal ehrlich, hättet ihr Max' Warnung ernst genommen oder gedacht, der Hund spinnt? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Bis zum nächsten Video. Bleibt neugierig und passt auf eure vierbeinigen Freunde auf. Die wissen manchmal mehr, als wir denken. Dem Bestattungsleiter zitterten die Hände, als er die Messingverschlüsse des Sarges öffnete. Der schwere Deckel knarrte auf und enthüllte Polizeipräsident Richard Harrisons reglose Gestalt in seiner formellen Polizeiuniform, die Hände über der Brust gefaltet. Einen Moment lang herrschte verblüfftes Schweigen in der Trauergemeinde. Keiner wusste, was sie zu sehen erwartet hatten. Dr. Elizabeth Miller drängte sich nach vorn. Ihre medizinischen Instinkte überwanden das Protokoll. Sie drückte 2 Finger gegen Harrisons Hals, ihr Gesichtsausdruck professionell neutral. Nach 10 Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, weiteten sich ihre Augen. »Da ist ein Puls«, verkündete sie, ihre Stimme schnitt durch die Stille. Schwach, aber er ist da. Der Raum explodierte im Chaos. Sarah brach gegen ihre Schwester zusammen, halb schluchzend, halb lachend in hysterischem Relief. Beamte drängten sich nach vorn, ihre Ausbildung vom Schock überwältigt. Max bellte triumphierend, sein Schwanz wedelte wild hin und her. »Alle zurück«, befahl Dr. Miller. »Gebt ihm Luft! Jemand ruft einen Krankenwagen, sofort!« Carson war bereits am Telefon und meldete die unmögliche Situation in knappen, dringlichen Tönen. Während er sprach, ließen seine Augen nie Deputy Chief Parker aus den Augen, dessen Gesicht alle Farbe verloren hatte.
Der stellvertretende Polizeipräsident stand starr da, der Mund arbeitete stumm, sah aus wie ein Mann, der nicht vor Freude über ein Wunder, sondern wie jemand, der seinen schlimmsten Albtraum verwirklicht sah. »Lass mich ihn sehen«, flehte Sarah und drängte sich durch die Menge, um neben dem Sarg zu knien. »Richard, Richard, kannst du mich hören?« Keine Antwort kam vom Präsidenten, obwohl Miller bestätigte, dass seine Atmung oberflächlich und unregelmäßig aber vorhanden war. Als sie ihre Untersuchung fortsetzte, runzelte sie plötzlich die Stirn. Ihre Finger entdeckten etwas am Kragen von Harrisons Uniform. »Detective Carson«, rief sie scharf, »schauen Sie sich das an.« Carson beugte sich hinüber. Teilweise vom Uniformkragen verdeckt, war eine winzige Einstichstelle umgeben von einem schwachen Bluterguss. Nichts, was während der gewöhnlichen Vorbereitung des Körpers bemerkt worden wäre, aber für geschulte Augen unverkennbar. »Das ist nicht von der normalen Einbalsamierung«, murmelte Miller nur für Carsons Ohren. »Und hier ist noch eine Stelle. Hier am Innenarm.« Carsons Verstand raste. Injektionsstellen. Jemand hatte Harrison etwas verabreicht, etwas, das den Tod so genau nachahmte, dass es Sanitäter täuschten, die unter Druck arbeiteten. Die Erkenntnis traf ihn wie ein körperlicher Schlag. Das war kein medizinischer Fehler, das war versuchter Mord. Das Heulen sich nähernder Sirenen durchschnitt den Tumult. Die Rettungssanitäter stürmten mit einer Trage herein, Ausrüstungstaschen über den Schultern geschlungen. Dr. Miller briefte sie schnell, während sie Harrison vom Sarg auf die Trage übertrugen und Monitore anschlossen, die das Wunder bestätigten. Ein Herzschlag, schwach, aber beharrlich. Blutdruck gefährlich niedrig, Pupillen träge, aber reaktiv, berichtete der leitende Sanitäter. Wir müssen ihn sofort transportieren. Während sie Harrison hinausrollten, Sarah klammerte sich an seine schlaffe Hand. Carson drehte sich um und stellte fest, dass Parker verschwunden war. Die Enthüllung überraschte nicht, bestätigte aber seine dunkelsten Verdächtigungen. Er scannte die Menge und entdeckte Officer Ramirez. »Jenny, ich brauche sofort ein Spurensicherungsteam hier. Dieses Bestattungshaus ist jetzt ein aktiver Tatort.« »Sir?« Sie sah verwirrt aus. »Versuchter Mord an Präsident Harrison«, erklärte Carson. Die Worte rieselten durch die verbliebenen Gäste. »Und gib eine Fahndung auf Deputy Chief Parker raus. Betrachte ihn als Person von Interesse.« Carson folgte dem Krankenwagen zum Riverside-Krankenhaus, Max auf dem Rücksitz seines Streifenwagens. Sein Verstand arbeitete methodisch durch die Auswirkungen dessen, was gerade geschehen war. Wenn Harrison vergiftet statt eines natürlichen Herzstillstands erlitten hatte, ergab die Geschwindigkeit, mit der die Beerdigung arrangiert worden war, schrecklichen Sinn. Jemand wollte den Präsidenten begraben lassen, bevor jemand zu genau hinschauen konnte. Im Krankenhaus wurde Harrison sofort auf die Intensivstation gebracht. Carson lief im Wartezimmer auf und ab und führte Telefonate, um den Tatort im Bestattungshaus und in Harrisons Wohnung zu sichern. Sarah saß in der Nähe, vom Schock fast katatonisch, klammerte sich an Max Leine wie an einen Lebensritter. Der Hund hatte sich geweigert, den Krankenhauseingang zu verlassen, bis Carson das Sicherheitspersonal davon überzeugte, eine Ausnahme von ihrer Keine-Tiere-Politik zu machen. Dr. Levine, der behandelnde Arzt, kam nach dem, was sich wie Stunden anfühlte, heraus. »Mrs. Harrison, Ihr Mann ist stabil, aber kritisch. Wir fanden Spuren einer starken synthetischen Verbindung in seinem System, etwas, das Herzfrequenz und Atmung drastisch verlangsamt. Noch ein paar Stunden«, ließ die Andeutung hängen. »Wird er sich erholen?« fragte Sarah mit kaum hörbarer Stimme. »Es ist zu früh zu sagen. Das Gift verursachte Sauerstoffmangel und es könnte neurologische Schäden geben. Wir administrieren die entsprechenden Gegengifte, aber diese Substanz ist nicht gewöhnlich. Wir mussten Toxikologen aus der Stadt konsultieren. Wurde es kürzlich abgereicht? In den letzten 24 Stunden, basierend auf dem Abbau in seinem Blutkreislauf. Ich würde schätzen, es wurde vor etwa 36 Stunden gegeben. Die Konzentration lässt mehrere kleine Dosen vermuten, möglicherweise über mehrere Tage, mit einer finalen größeren Dosis. Der Zeitraum stimmte mit Harrisons Todesbericht überein. Carsons Telefon summte mit einer Nachricht vom Forensikteam im Bestattungshaus. Sie hatten eine gebrochene Injektionsnadelspitze in der Ausleinung des Sargs gefunden. Jemand hatte versucht, eine weitere Dosis zu verabreichen, nachdem Harrison bereits im Sarg lag. Krass, oder?
Stellt euch vor, ihr würdet das entdecken. Ich brauche Beamte vor seinem Zimmer, rund um die Uhr, sagte Carson zu Ramirez, als sie ankamen. Niemand betritt es ohne ordentliche Ausweis und Genehmigung. Bereits veranlasst, Sir, und wir haben das Haus des Präsidenten gesichert. Das CSI-Team bearbeitet es gerade. Sie zögerte. Da ist noch etwas anderes. Das Büro des Präsidenten zu Hause wurde eingebrochen. Sein Safe war offen und laut Mrs. Harrisons Schwester fehlen mehrere Akten. Wahrscheinlich die Ostseiten-Drogenfallakten, murmelte Carson. Und Sir, Deputy Chief Parkers Streifenwagen wurde verlassen am Bahnhof gefunden. Er ist weg. Carson war nicht überrascht. Parkers hastige Flucht bestätigte seine Beteiligung. Aber die Tiefe und Art dieser Beteiligung blieb unklar. War er der Drahtzieher oder nur eine Marionette in einer größeren Verschwörung? Das Krankenhauszimmer, in dem Harrison lag, war eine Festung medizinischer Technologie. Monitore piepten stetig und verfolgten jeden Herzschlag, jedes Sauerstoffmolekül in seinem Blut. Schläuche und Kabel verbanden ihn mit Maschinen, die für ihn atmeten, ihn nährten, ihn maßen. Sarah saß neben dem Bett, Harrisons schlaffe Hand in ihren. Max lag zusammengekeult zu ihren Füßen. Er versuchte mir in den letzten Wochen etwas zu sagen, sagte sie, als Carson eintrat. Spät arbeiten, Anrufe in seinem Arbeitszimmer mit geschlossener Tür annehmen. Ich dachte, es wäre nur der Druck der Drogenermittlung. Hat er Nachnamen erwähnt? Spezielle Bedenken über jemanden in der Abteilung? Sie schüttelte den Kopf. Nicht direkt, aber... Sie zögerte. Vor 3 Tagen kam er früh nach Hause. Ich war im Garten und hörte ihn am Telefon in seinem Arbeitszimmer. Er sagte, ich kann nicht glauben, dass es so hoch geht. Als ich ihn später danach fragte, wischte er es weg. So hoch konnte viele Dinge in einer Korruptionsermittlung bedeuten. Aber in Carsons Erfahrung bedeutete es normalerweise jemanden mit Autorität. Jemanden vermeintlich über jeden Verdacht erhaben. Carsons Telefon klingelte. Das Forensikteam bei Harrisons Haus. Detective, wir haben etwas Ungewöhnliches gefunden. Der Computer des Präsidenten zu Hause wurde kürzlich aufgerufen, nachdem er bereits angeblich tot war. Jemand benutzte seine Passwörter, um Dateien herunterzuladen. Parker? Können es nicht konfirmieren, aber der Zeitpunkt deutet darauf hin, dass es geschah, während der Präsident bereits im Bestattungshaus war. Ein weiteres Puzzlestück fügte sich zusammen. Parker hatte die schnellen Befürchtigungsarrangements orchestriert und sich dabei Zeit verschafft, um Beweise für die Verschwörung zu beseitigen, die Harrison aufgedeckt hatte. Als die Nacht über Riverside hereinbrach, fand sich Carson am Fenster von Harrisons Krankenhauszimmer stehen und betrachtete Regentropfen, die Muster auf dem Glas bildeten. Sarah war schließlich überzeugt worden, für ein paar Stunden Ruhe nach Hause zu gehen und ließ Carson und 2 uniformierte Beamte Harrison bewachen. Max weigerte sich zu gehen und behielt seine wachsame Position neben dem Bett bei. Ein leises Klopfen an der Tür brachte Carsons Hand an seine Waffe. Dr. Miller trat ein, sah erschöpft aus. Ich habe die vorläufige Toxikologie an dem Nadelfragment abgeschlossen. Es ist eine Verbindung namens Tetrodoktan, modifiziert, um metabolische Zeichen auf beinahe Todniveau zu verlangsamen, ohne das Opfer tatsächlich zu töten. Sehr raffiniert, sehr selten. Also Leute, könnt ihr euch vorstellen, in so einer Situation zu sein? Euer eigener Boss vergiftet und begraben. Die Nacht zog sich qualvoll hin. Carson versuchte, Dr. Miller zu kontaktieren, aber seine Anrufe blieben unbeantwortet. Er überlegte, Sarah anzurufen, konnte sie aber nicht mit dem belasten, was nur sein überreiztes Gemüt sein könnte. Stattdessen dokumentierte er den seltsamen Besucher in seinem Notizbuch und hielt seine Nachtwache. Max verließ nie die Seite des Sarges. Im Morgengrauen erwachte das Bestattungshaus wieder zum Leben. Das Personal traf ein, um sich auf den 10-Uhr-Gottesdienst vorzubereiten und beäugte Carson und Max mit einer Mischung aus Mitgefühl und Sorge. Sarah traf um 8 Uhr ein, begleitet von ihrer Schwester und Parker, dessen Gesicht sich beim Anblick von Carson verhärtete. »Sie sind die ganze Nacht geblieben?« fragte Sarah und berührte sanft Carsons Arm. »Ich wollte sicherstellen, dass alles ordnungsgemäß respektiert wird«, antwortete Carson, ohne den Mitternachtsbesucher oder das seltsame Geräusch zu erwähnen. Max war unruhig. »Dieser Hund muss nach Hause gebracht werden«, warf Parker ein. »Wir können keine Wiederholung der gestrigen Störung haben.« Sarah schüttelte fest den Kopf. »Max bleibt. Richard hätte es so gewollt.«
Während sie sprachen, begannen die Bestattungsangestellten mit den letzten Vorbereitungen. Blumenarrangements wurden positioniert, Gästebücher aufgestellt, Programme verteilt. Carson bemerkte, dass Parker wiederholt auf seine Uhr blickte und in gedämpften Tönen mit dem Bestattungsleiter darüber sprach, dass der Zeitplan eingehalten werden musste. Mehr Trauergäste begannen zu kommen. Beamte in Paradeuniformen, Stadtbeamte in düsteren Anzügen, Gemeindemitglieder, deren Leben Harrison berührt hatte. Jeder zollte Sarah seinen Respekt, bevor er in dem sich schnell füllenden Raum Platz nahm. Dr. Miller schlüpfte hinein und fing Carsons Blick mit einem bedeutsamen Blick auf, bevor sie sich hinten hinsetzte. Um 9:45 Uhr näherte sich der Bestattungsleiter Sarah. »Mrs. Harrison, wenn Sie bereit sind, beginnen wir mit der Prozession zum Friedhof nach dem kurzen Gottesdienst. Die Sargträger sollten jetzt ihre Positionen einnehmen.« 6 Beamte, einschließlich Carson, bewegten sich, um den Sarg zu umgeben. Max, der bis jetzt bemerkenswert ruhig geblieben war, begann plötzlich wieder zu bellen. Nicht die alarmierenden Bellgeräusche der letzten Nacht, sondern panische, verzweifelte Laute, die durch den überfüllten Raum hallten. »Jemand kontrolliere dieses Tier!« forderte ein älterer Stadtrat. Parker trat vor. »Ich habe Sie gewarnt, Carson. Schaffen Sie ihn raus, sofort!« Aber Max hatte sich befreit und warf sich direkt auf den Sarg. Seine kräftigen Kiefer klammerten sich an die Seidenfütterung, die über eine Seite drapiert war, und rissen sie mit heftiger Kraft weg. Frauen schrien, Männer sprangen auf ihre Füße. Sarah stand wie erstarrt da, eine Hand an den Mund gedrückt. »Hört alle auf mich«, rief Carson und wandte sich der schockierten Menge zu. »Max versucht uns etwas zu sagen. Präsident Harrison hat ihn selbst ausgebildet. Dieser Hund verhält sich nicht so ohne Grund.« Der Bestattungsleiter zitterten die Hände, als er die Messingverschlüsse des Sarges öffnete. Der schwere Deckel knarrte auf und enthüllte Präsident Richard Harrisons reglose Gestalt, gekleidet in seine formelle Polizeiuniform, die Hände über der Brust gefaltet. Einen Moment lang herrschte verblüfftes Schweigen. Die Trauergäste wussten nicht, was sie erwartet hatten. Dr. Miller drängte sich nach vorn. Ihre medizinischen Instinkte überwanden das Protokoll. Sie drückte 2 Finger gegen Harrisons Hals, ihr Gesichtsausdruck neutral. Nach 10 Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, weiteten sich ihre Augen. »Da ist ein Puls«, verkündete sie. »Schwach, aber er ist da.« Der Raum explodierte im Chaos. Sarah brach gegen ihre Schwester zusammen, halb schluchzend, halb lachend. Beamte drängten sich nach vorn, ihre Ausbildung vom Schock überwältigt. Max bellte triumphierend. »Alle zurück«, befahl Dr. Miller. »Gebt ihm Luft. Jemand ruft einen Krankenwagen.« Carson war bereits am Telefon. Während er sprach, ließen seine Augen nie Parker aus den Augen, dessen Gesicht alle Farbe verloren hatte. Der stellvertretende Präsident stand starr da, sah aus wie jemand, der seinen schlimmsten Albtraum verwirklicht sah. »Lass mich ihn sehen«, flehte Sarah und kniete neben dem Sarg. »Richard, kannst du mich hören?« Keine Antwort kam, obwohl Miller bestätigte, dass seine Atmung oberflächlich, aber vorhanden war. Als sie ihre Untersuchung fortsetzte, runzelte sie die Stirn. Ihre Finger entdeckten etwas am Kragen von Harrisons Uniform. »Detective Carson«, rief sie scharf, »schauen Sie sich das an.« Carson beugte sich hinüber. Teilweise verdeckt war eine winzige Einstichstelle, umgeben von einem schwachen Bluterguss. »Das ist nicht von der normalen Einbalsamierung«, murmelte Miller nur für Carson. »Und hier ist noch eine Stelle am Innenarm.« Carsons Verstand raste. Injektionsstellen. Jemand hatte Harrison etwas verabreicht, das den Tod so genau nachahmte, dass es Sanitäter unter Druck täuschte. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag. Das war versuchter Mord. Das Heulen sich nähernder Sirenen durchschnitt den Tumult. Sanitäter stürmten herein mit Ausrüstung, übertrugen Harrison vom Sarg auf eine Trage und schlossen Monitore an, die das Wunder bestätigten. Einen schwachen, aber beharrlichen Herzschlag. »Blutdruck gefährlich niedrig«, berichtete der leitende Sanitäter. »Wir müssen ihn sofort transportieren.« Carson drehte sich um und stellte fest, dass Parker verschwunden war. Die Enthüllung überraschte nicht, bestätigte aber seine Verdächtigungen. »Jenny«, rief Officer Ramirez zu,
Ich brauche ein Spurensicherungsteam hier. Dieses Bestattungshaus ist jetzt ein Tatort. Sir, sie sah verwirrt aus, versuchter Mord an Präsident Harrison und gib eine Fahndung auf Parker raus. Während Harrison hinausgerollt wurde, Sarah an seiner Hand, wusste Carson, dass dies erst der Anfang war. Wer auch immer dahinter steckte, würde nicht aufgeben. Krass, oder? Max hat buchstäblich ein Leben gerettet. Was würdet ihr in so einer Situation tun? Carson folgte dem Krankenwagen zum Riverside-Krankenhaus, Max auf dem Rücksitz seines Streifenwagens. Sein Verstand arbeitete methodisch durch die Auswirkungen dessen, was gerade geschehen war. Wenn Harrison vergiftet statt eines natürlichen Herzstillstands erlitten hatte, ergab die Geschwindigkeit der Beerdigungsarrangements schrecklichen Sinn. Jemand wollte den Präsidenten begraben lassen, bevor jemand zu genau hinschauen konnte. Im Krankenhaus wurde Harrison sofort auf die Intensivstation gebracht. Carson lief im Wartezimmer auf und ab, führte Telefonate und sicherte Tatorte. Sarah saß wie versteinert da, klammerte sich an Max' Leine. Der Hund hatte sich geweigert, den Krankenhauseingang zu verlassen, bis Carson das Sicherheitspersonal überzeugte, eine Ausnahme zu machen. Nach Stunden kam Dr. Levine heraus. »Mrs. Harrison, Ihr Mann ist stabil, aber kritisch. Wir fanden Spuren einer starken synthetischen Verbindung in seinem System. Etwas, das Herzfrequenz und Atmung drastisch verlangsamt. Noch ein paar Stunden hätten... Wird er sich erholen?« fragte Sarah kaum hörbar. »Das Gift verursachte Sauerstoffmangel. Es könnte neurologische Schäden geben. Wir verabreichen Gegengifte, aber diese Substanz ist ungewöhnlich. Wir mussten Toxikologen aus der Stadt konsultieren.« »Wann wurde es verabreicht?« fragte Carson. »Vor etwa 36 Stunden, basierend auf dem Abbau im Blutkreislauf. Die Konzentration deutet auf mehrere kleine Dosen hin, über Tage verteilt, mit einer finalen größeren Dosis.« Carsons Telefon summte. Das Forensikteam hatte eine gebrochene Injektionsnadelspitze in der Sargauskleidung gefunden. Jemand hatte versucht, eine weitere Dosis zu verabreichen, nachdem Harrison bereits im Sarg lag. »Ich brauche Beamte vor seinem Zimmer, rund um die Uhr«, sagte Carson zu Ramirez. »Niemand betritt es ohne Ausweis und Genehmigung.« »Bereits angewandt, Sir. Und Parkers Streifenwagen wurde am Bahnhof gefunden. Er ist weg.« Carson war nicht überrascht. Parkers hastige Flucht bestätigte seine Beteiligung. Am nächsten Morgen erschien ein großer, silberhaariger Mann in einem scharfen Anzug. »Special Agent Thomas Reynolds, FBI«, stellte er sich vor. »Detective Carson, Dr. Miller sagte mir, Sie haben kritische Behandlung verweigert. Das hört jetzt auf.« »Ich brauchte Sie. Präsident Harrison erhält bereits Behandlung von einem Spezialistenteam, das vor einer Stunde aus der Stadt eintraf. Sie brachten zusätzliche Equipment mit, Bundesressourcen. Das FBI expeditierte den Transfer«, fügte Miller hinzu. Carson war momentan verblüfft. »Sie brachten Spezialisten für Harrison? Warum?« »Weil der Präsident seit fast einem Jahr mit uns an diesem Fall gearbeitet hat«, sagte Reynolds. »Und weil loyale Beamte es wert sind, gerettet zu werden. Sein Zustand ist stabil, das neue Team verabreichte ein fortgeschrittenes Gegengift. Seine Nierenfunktion verbessert sich, obwohl die neurologische Prognose ungewiss bleibt. Also Leute, stellt euch vor, euer Boss war die ganze Zeit ein Undercover-FBI-Agent. Krass, oder?« »Warum sind Sie wirklich hier, Agent Reynolds?« fragte Carson, nachdem Dr. Miller den Raum verlassen hatte. Reynolds zog einen Stuhl näher an Carsons Bett. »Was ich Ihnen sagen werde, ist hochgradig klassifiziert. Unter normalen Umständen würden Sie nicht informiert werden, aber dies sind außergewöhnliche Zeiten.« Er pausierte, wählte seine Worte sorgfältig. Präsident Harrison untersuchte nicht nur eine lokale Drogenoperation. Er deckte Beweise auf, die Riversides Kartell mit einem internationalen Verbrechernetzwerk mit Verbindungen zur Terrorismusfinanzierung verknüpfen. Carson absorbierte diese Enthüllung schweigend. Aber es erklärte die Rücksichtslosigkeit des Anschlags auf Harrisons Leben, die hochrangige Beteiligung von Collins und Hastings. Die Operation, in die Harrison infiltrierte, erstreckt sich weit über ihre Stadtgrenzen hinaus, fuhr Reynolds fort. Als er erkannte, wie tief die Korruption in Riverside ging, kontaktierte er uns direkt. Aber in den letzten 10 Monaten sammelte er Beweise, während er die Fiktion aufrechterhielt, dass er einen Standard-Drogenhandelsfall bearbeitete. Parker ahnte es, erkannte Carson laut. Genau. Harrison war geplant, sich am Donnerstag mit unserer Taskforce zu treffen, um die finalen Beweise zu übergeben, die für koordinierte Verhaftungen in 3 Staaten benötigt wurden. Parker erfuhr irgendwie von dem Treffen und aktivierte einen Notfallplan. Carsons Verstand raste, fügte diese neuen Informationen in das Puzzle ein. Aber etwas stimmte nicht. Wenn Harrison der FBI-Informant war, warum haben sie ihn nicht besser geschützt? Wo waren sie, als er vergiftet wurde? Reynolds hatte die Anmut, verlegen auszusehen.
Harrison bestand auf kompletter operationeller Geheimhaltung. Er glaubte, korrekt wie sich herausstellte, dass die Korruption sich in mehrere Behörden erstreckte. Er verweigerte Schutz, Kommunikationsgeräte, sogar regelmäßige Check-ins. Also ließen sie ihn einfach exponiert, sagte Carson bitter. Wir respektierten seine Methodik, korrigierte Reynolds. Harrison war ein erfahrener Operativer, der die Risiken verstand. Ein neuer Gedanke traf Carson. Weiß Sarah über Harrisons Arbeit mit dem FBI Bescheid? Nein, komplette Kompartimentierung war wesentlich. Harrison schützte seine Frau, indem er sie völlig im Dunkeln ließ. Das Gewicht von Harrisons Isolation legte sich schwer auf Carson. Der Präsident hatte diese Bürde allein getragen, Verrat von seinen engsten Kollegen verdächtigend, unfähig, sich sogar seiner Frau anzuvertrauen. »Da ist mehr«, sagte Reynolds und griff in seine Jacke. »Als wir Richter Collins' Wohnsitz sicherten, fanden wir das, versteckt in seinem persönlichen Safe.« Er reichte Carson einen kleinen USB-Stick, identisch mit dem aus Harrisons Uniform geborgenen. »Ein Backup?« fragte Carson. »Nein, dieser enthält andere Informationen, spezifisch über Sie.« Carsons Augenbrauen hoben sich fragend. Es scheint, Harrison sammelte nicht nur Beweise gegen das Kartell, sondern baute auch eine Akte auf, um sie zu schützen. Mich schützen vor was? Vor falschen Anschuldigungen. Collins und Parker hatten ein ausgeklügeltes Rahmenwerk konstruiert, das fiktive Beweise dokumentierte, die sie in die Drogenoperation verwickelt hätten. Also Leute, stellt euch vor, sie hätten Carson als Sündenbock genutzt. Zum Glück hatte Harrison vorausgedacht. Die Enthüllung traf Carson wie ein körperlicher Schlag. Sie waren dabei gewesen, ihn als Sündenbock aufzubauen. Wenn Harrison gestorben und begraben geblieben wäre, wäre Carson innerhalb weniger Tage nach der Beerdigung verhaftet worden. »Warum erzählen Sie mir das jetzt?« fragte Carson. Reynolds beugte sich vor. »Weil wir Ihre Hilfe brauchen. Trotz unserer Verhaftungen glauben wir, dass es noch aktive Mitglieder der Organisation gibt, die in Riverside operieren. Menschen, die wir noch nicht identifiziert haben.« Bevor Carson antworten konnte, öffnete sich die Tür wieder. Eine Krankenschwester trat ein und schob einen Rollstuhl, in dem ein unerwarteter Besucher saß. Max. Sein Kopf verbunden. Ein Bein geschient, aber unverkennbar wachsam. Der deutsche Schäferhund spitzte die Ohren beim Anblick von Carson. Ein leises Winseln entwich ihm. Er wollte sich nicht beruhigen, erklärte die Krankenschwester. Er versuchte ständig aus seinem Bett zu kommen. Der Tierarzt dachte, ein kurzer Besuch könnte ihn beruhigen. Max kämpfte darum, sich aus dem Rollstuhl zu erheben, seine Entschlossenheit trotz seiner Verletzungen offensichtlich. Carson streckte seine Hand aus und der Hund drückte seine Nase in die Handfläche des Detectives. »Hey, Kumpel«, sagte Carson sanft, »du hast gute Arbeit geleistet. Richtig gute Arbeit.« Reynolds beobachtete die Wiedervereinigung mit Interesse. Die Instinkte dieses Tieres retteten 2 Leben. Bemerkenswert. 3, korrigierte Carson. Er erledigte Parker, bevor der mich fertig machen konnte. Als Max sich neben Carsons Bett niederließ, entstand ein neuer Tumult im Korridor. Erhobene Stimmen, eilige Schritte. Reynolds erhob sich, die Hand bewegte sich instinktiv zu seiner versteckten Waffe. Officer Ramirez platzte atemlos in den Raum. »Detective, er ist wach. Präsident Harrison ist wach und fragt nach Ihnen.« Carson versuchte aufzustehen, aber sein Körper verriet ihn. Schwäche und Schmerz zwangen ihn zurück aufs Bett. »Bring mich zu Ihnen.« »Sie können kaum sitzen«, protestierte Reynolds. »Es ist mir egal, ob ihr mich tragen müsst. Ich muss ihn sehen.« 10 Minuten später fand sich Carson in Harrisons Intensivzimmer gerollt. Max humpelte entschlossen neben ihm her. Sarah saß neben dem Bett und klammerte sich an ihres Mannes Hand, ihr Gesicht von vorsichtiger Freude verwandelt. Und da, gegen Kissen gestützt, Schläuche verbanden ihn noch mit verschiedenen Maschinen, war Präsident Richard Harrison. Blass, abgezehrt, aber unverkennbar anwesend auf eine Weise, wie er es zuvor nicht gewesen war. Carson. Harrisons Stimme war ein Kratzen, kaum hörbar über dem Summen der Ökrichtung. »Du siehst schrecklich aus.« Ein Lachen entwich Carson, unerwartet und schmerzhaft. »Das kann nur von dir kommen, Präsident.« Harrisons Augen bewegten sich zu Max, der sich so nah am Bett positioniert hatte, wie seine Verletzungen erlaubten. »Beide meine Beschützer sehen schlechter aus als ich.« Der einfache Austausch bestätigte, was Carson zu hoffen gefürchtet hatte. Harrisons Mind, sein wesentliches Selbst, hatte die Tortur überlebt. »Die Ärzte sagen, es ist ein Wunder«, sagte Sarah, ihre Stimme dick vor Emotion.
Sie können das nicht erklären. Nach allen medizinischen Indikatoren hätte er permanente Hirnschäden erleiden müssen. Harrisons Lippen verzogen sich zu dem Schatten eines Lächelns. Zu stur, um ein bisschen Gift mein Gehirn durcheinander bringen zu lassen. Reynolds, der Carsons Rollstuhl gefolgt war, trat vor. Präsident Harrison, gut zu sehen, dass Sie bei Bewusstsein sind. Wir haben viel zu besprechen, wenn Sie stärker sind. Harrisons Ausdruck wechselte, wurde vorsichtiger. Meine Frau weiß jetzt alles, versicherte Carson ihm. Über ihre Arbeit mit dem FBI, die Verschwörung, alles. Und Linda? Fragte Harrison und wandte sich Sarah zu. Ihr Gesicht versteifte sich vor Schmerz. In Gewahrsam. Sie kooperiert, wenn das etwas wert ist. Harrison schloss kurz die Augen. Ich vermutete, dass jemand Nahestehender beteiligt war. Wollte nie, dass es sie ist. Keiner von uns wollte das, sagte Sarah leise. Ein Arzt trat ein und runzelte über den überfüllten Raum. Das ist zu viel Aufregung für einen Patienten in Präsident Harrisons Zustand. Ich muss auf 2 Minuten bestehen. 2 Minuten, unterbrach Harrison mit überraschender Bestimmtheit. Ich brauche 2 Minuten mit Detective Carson. Nach dem widerwilligen Weggang, Sarah küsste ihres Mannes Stirn, Reynolds nickte respektvoll, Max wurde mit Versprechungen für schnelle Rückkehr weggelockt, fand sich Carson allein mit seinem Mentor. Ich hinterließ etwas für dich, sagte Harrison ohne Umschweife, seine Stimme stärker, jetzt da er all seine Energie auf dieses Gespräch konzentrierte. Falls die Dinge schlecht liefen. Die SD-Karte, wir fanden sie. Nicht nur das, da ist ein Schließfach bei der Riverside National. Der Schlüssel ist in meinem Schreibtisch zu Hause, falscher Boden in der rechten Schublade. Harrison pausierte, seine Atmung erschwert von der Anstrengung des Sprechens. Enthält Beweise gegen unser letztes Ziel. Carson lehnte sich vor. Sie wissen, wer Kingfishers Chef ist? Ein Nicken. Commissioner Lawrence Wilson. Der Name traf Carson wie ein Blitzschlag. Wilson, der Bezirkskommissar, der Harrison persönlich vor 15 Jahren als Präsidenten ernannt hatte. Der Mann, der Riversides Budget kontrollierte, der Polizeireform befürwortet hatte, der derzeit den öffentlichen Aufschrei gegen den Korruptionsskandal anführte. Wilson, wiederholte Carson. Aber er war unterstützend bei der Untersuchung, bot zusätzliche Ressourcen an. Perfekte Tarnung, wispelte Harrison. Er führt seit Jahren alles, der ultimative Insider. Die Teile ordneten sich in Carsons Verstand neu. Wilsons Position gab ihm Übersicht über alle Strafverfolgung im Bezirk. Seine politischen Verbindungen erstreckten sich auf Staatsebene. Die Beweise in der Box sind schlüssig. Kontennummern, Aufnahmen von Treffen, direkte Kommunikation mit der Kartellführung. Genug, um ihn zu Fall zu bringen. Warum haben Sie das nicht dem FBI gegeben? Harrisons Ausdruck verhärtete sich. Weil ich nicht sicher war, wem ich dort vertrauen konnte. Wilson hat überall Kontakte. Als hätte das Gespräch ihn herbeigerufen, ertönte eine SMS-Benachrichtigung auf Carsons Telefon. Ramirez, Kommissar Wilson ist gerade im Krankenhaus angekommen. Sagt, er möchte den Präsidenten besuchen. Carson und Harrison tauschten wissende Blicke. Lass ihn kommen, sagte Harrison grimmig. So oder so endet das heute. Commissioner Lawrence Wilson fegte mit einem Gefolge von Assistenten und Sicherheitspersonal ins Krankenhaus. Seine imposante Gestalt, gekleidet in einen tadellosen anthrazitfarbenen Anzug, trotz der frühen Stunde. Mit 62 verkörperte Wilson Autorität. Silberhaarig, breitschultrig, mit der selbstbewussten Haltung eines Mannes, der an Kommando gewöhnt war. Seine öffentliche Persona als Riversides unbestechlicher Anführer war durch Jahrzehnte des Dienstes unbefleckt geblieben. Carson hatte sich außerhalb von Harrisons Zimmer positioniert, sein Rollstuhl eine vorübergehende Konzession an Dr. Millers Bestehen. Agent Reynolds stand in der Nähe, scheinbar Dokumente durchgehend, aber mit klaren Sichtlinien zu allen Zugängen. Max war widerstrebend auf die Veterinärstation zurückgebracht worden, trotz seiner Proteste. »Detective Carson«, rief Wilson. Seine tiefe Stimme trug die geübte Besorgnis eines Politikers. »Ich kam, sobald ich hörte, dass der Präsident das Bewusstsein wieder erlangt hat. Ein Wunder, sagen Sie.« Carson nickte und studierte den Mann, den er jahrelang respektiert hatte, mit neuem Bewusstsein. »Ziemlich wunderbar, Sir. Und Sie auch, im Dienst angeschossen, während Sie ihn schützten.«
Wilson legte eine schwere Hand auf Carsons unverletzte Schulter. Riversides Beste, die ihrem Ruf gerecht werden. Nur meinen Job gemacht, Commissioner. Wilsons scharfe Augen bewerteten Carsons Zustand, dann blickten sie zur geschlossenen Tür von Harrisons Zimmer. Empfängt er Besucher? Ich möchte persönlich mit ihm sprechen. Die Ärzte haben seine Besucher vorerst auf Familie beschränkt. Sein Zustand bleibt fragil. Enttäuschung flickerte über Wilsons Züge, zu schnell maskiert. Natürlich. Seine Genesung muss Priorität haben. Er senkte seine Stimme verschwörerisch. Unter uns. Ich habe mit dem Gouverneur gesprochen. Wir arrangieren eine spezielle Auszeichnung für Harrison, sobald er kräftig genug ist. Und für Sie und diesen bemerkenswerten Hund. Das ist sehr großzügig, Sir. Ganz und gar nicht. Heroismus sollte anerkannt werden. Wilson richtete sich auf. Michael, könnten Sie eine Nachricht überbringen? Lassen Sie Richard wissen, dass ich mit Bundesbehörden koordiniere, um sicherzustellen, dass diese Korruptionsuntersuchung ohne politische Einmischung voranschreitet. Ich werde es ihm sagen, versprach Carlson und bemerkte Wilsons Betonung seiner Kooperation mit Bundesbehörden. Wilson zögerte, etwas Berechnetes hinter seinem affablen Ausdruck. Hat Richard etwas darüber gesagt, wer hinter all dem stecken könnte, jenseits derer, die wir bereits verhaftet haben? Und da war es, der wahre Zweck von Wilsons Besuch. Nicht Sorge um Harrison, sondern Angst vor dem, was der Präsident enthüllt haben könnte. Er ist noch ziemlich schwach, wich Carson aus, konzentriert sich hauptsächlich auf seine Genesung. Wilson nickte, scheinbar zufrieden. Natürlich. Bitte überbringen Sie meine besten Wünsche. Ich kehre zurück, wenn er stärker ist. Er wandte sich zum Gehen, dann pausierte. Ach, noch eine Sache, Detective. Ich verstehe, Sie verfolgen Zugang zu einem Schließfach in Verbindung mit diesem Fall. Standard-Beweissammlung, Sir. Natürlich, ich habe die Bank angewiesen, volle Kooperation zu leisten. Keine Durchsuchungsbefehle nötig. Wilson lächelte wohlwollend. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie auf Hindernisse stoßen. Also Leute, merkt ihr, wie Wilson versucht, alles zu kontrollieren? Der Typ ist echt durchtrieben. Nach Wilsons Abreise näherte sich Reynolds sofort. Er weiß von der Box, wir müssen jetzt handeln. Er versucht, uns herauszulocken, stimmte Carson zu. Wahrscheinlich hat er Leute, die die Bank beobachten. Reynolds führte einen schnellen Anruf, sprach in knappen Phrasen, bevor er sich zurück zu Carson wandte. Ich habe ein Team, das Harrisons Wohnsitz sichert, um den Schlüssel zu holen. Eine andere Einheit wird eine Ablenkung bei der Bank schaffen. Sie bleiben hier, protestierte Reynolds, als Carson sich bewegte. Zur Hölle damit, erwiderte Carson. Harrison vertraute mir das an, nicht dem FBI. Sie können kaum stehen, Detective. Dann besorgen Sie mir Krücken. 2 Stunden später fand Carson sich in einem unscheinbaren FBI-Überwachungsvan 3 Blocks von der Riverside National Bank entfernt. Trotz seiner Proteste hatte Reynolds sich geweigert, ihn am tatsächlichen Abholungsort zuzulassen. Team 1 in Position, knisterte das Radio. Harrisons Wohnsitz gesichert, Schlüssel aus der angegebenen Stelle geborgen. Team 2 Status, forderte Reynolds. Nähern sich der Bank jetzt, Ablenkung bereit auf Ihr Kommando. Carson beobachtete den Haupteingang der Bank auf dem Überwachungsmonitor. Wilson war nicht subtil gewesen, 4 Männer in Zivilkleidung, aber mit der unverkennbaren Haltung privater Sicherheit positionierten sich um das Gebäude. Kommissarsmänner sind in Position, beobachtete Carson. Er nimmt keine Chancen. Reynolds nickte grimmig. Wilsons Karriere, Freiheit und Leben stehen auf dem Spiel. Männer wie er sind am gefährlichsten, wenn sie in die Enge getrieben werden. Das Radio knisterte wieder. Schlüsselteam 5 Minuten entfernt, bereit für Ablenkung. Ausführen, befahl Reynolds. Auf dem Monitor beobachtete Carson, wie ein dunkles SUV mit Regierungsplaketten direkt vor der Bank hielt. 6 Agenten in FBI-Windbreakern stiegen aus und bewegten sich mit auffälliger Zielstrebigkeit auf den Eingang zu. Sofort aktivierten sich Wilsons Beobachter. 2 sprachen dringend in Kommunikationsgeräte, die anderen bewegten sich, um die föderalen Agenten abzufangen. Ablenkung funktioniert, beobachtete Reynolds. Ein zweites Team, dieses in Zivilkleidung und mit dem, was wie Standardbankdokumente aussah, näherte sich der Bank. Vom Serviceeingang. Unter ihnen war eine zierliche Frau, die scheinbar Routinebankangelegenheiten behorbsamte.
Agent Chin, erklärte Reynolds. Eine unserer besten. Sie wird auf die Box zugreifen. Die Operation verlief mit Präzision. Während Wilsons Männer mit der offensichtlichen FBI-Präsenz am vorderen Eingang beschäftigt waren, betraten Chin und ihr Team unbemerkt ein. 20 Minuten vergingen. Das Ablenkungsteam hielt ihre Vorstellung einer Durchsuchungsbefehlsausführung aufrecht und schuf eine bewusste bürokratische Verwirrung, die die Aufmerksamkeit auf sie fokussiert hielt. Paket gesichert, kam Chins Stimme. Inhalt intakt, Ausgang über Nordostrute. Carson atmete langsam aus, Spannung wich auf seinen Schultern. Jetzt springen wir die Falle, sagte Reynolds und griff nach seinem Telefon. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich, dass Harrison einen Anruf machen. Zurück im Krankenhaus war Präsident Harrison für seine Rolle vorbereitet worden. Obwohl noch weg, sammelte er seine Kraft für das, was der wichtigste Telefonanruf seiner Laufbahn sein könnte. Carson und Reynolds hörten per Lautsprecher zu, als Harrison Wilsons private Nummer wählte. »Lawrence?« begrüßte Wilson, als er antwortete, seine Stimme bewusst herzlich. »Richard«, rief Wilson aus, seine Überraschung schien echt. »Das sind wunderbare Neuigkeiten. Die Ärzte sind optimistisch?« »Vorsichtig optimistisch, aber ich wollte dir direkt von mir danken.« »Mir danken? Wofür?« »Für deine Loyalität all die Jahre und dich wissen lassen, dass ich viel über unser letztes Gespräch nachgedacht habe, über das Sichern unseres Erbes.« Eine Pause folgte. Als Wilson widersprach, war seine Stimme zu einem fast Flüstern abgefallen. »Ich bin nicht sicher, ob ich dir folge, alter Freund. Die Investition, über die wir sprachen, die Offshore-Arrangements«, antwortete Harrison. »Ich war besorgt über Dokumentation, die während meiner Abwesenheit entdeckt werden könnte.« Die Stille verlängerte sich. Als Wilson widersprach, hatte seine Stimme an Schärfe gewonnen. »Was genau willst du sagen, Richard?« »Dass ich gewisse Informationen geschützt habe. Informationen, die für uns beide problematisch sein könnten, wenn sie in die falschen Hände geraten.« »Ich verstehe«, sagte Wilson. Sein Ton verschärfte sich. »Wo sind diese Informationen jetzt?« »Sicher, im Moment. Aber ich mache mir Sorgen wegen Carson. Er stellt Fragen, untersucht Dinge, die besser unberührt blieben.« »Hat er auf etwas Sensibles zugegriffen?« »Noch nicht, aber er weiß vom Cayman-Konto.« Eine weitere verlängerte Stille, dann: »Ich werde mich um Carson kümmern. Du konzentrierst dich auf die Genesung. Wir sprechen bald privater.« Das Gespräch endete. Reynolds lächelte grimmig. »Wir haben ihn. Das ist eine klare Antwort auf eine implizierte Verschwörung. Kombiniert mit dem Inhalt des Schließfachs ist es genug für einen Haftbefehl. Er wird zuerst nach mir kommen«, wies Carson hin. »Harrison hat gerade ein Ziel auf meinen Rücken gemalt.« »Darauf zählen wir«, bestätigte Reynolds. »Wir haben eine spezielle Begrüßung für den Kommissar vorbereitet.« Die Falle war aufgestellt, aber es dauerte 3 Tage, bis sie zuschnappte. 3 Tage, in denen Carson aus dem Krankenhaus entlassen wurde, angeblich in sein Haus zurückkehrte, während er tatsächlich an einen sicheren Ort verlegt wurde. 3 Tage sorgfältiger Überwachung von Wilsons zunehmend verzweifelter Kommunikation, wie durch gerichtlich genehmigte Überwachung enthüllt. Am Abend des 3. Tages machte Wilson seinen Zug. Nicht persönlich. Männer seiner Position schmutzen nie ihre Hände direkt, sondern durch angeheuerte Profis. 2 Männer näherten sich Carsons verdunkelten Haus, umgingen das Sicherheitssystem mit geübter Leichtigkeit. Sie betraten lautlos, taktische Waffen bereit, mückten sich methodisch von Raum zu Raum. Die Blendgranate überraschte sie, ebenso wie das koordinierte FBI-Taktikteam, das das Gebäude aus versteckten Positionen schwärmte. Die Möchtegern-Attentäter wurden ohne Schuss gefangen, ihre Arbeitgeberidentität durch Telefone und Zahlungsaufzeichnungen bestätigt. Kommissar Lawrence Wilson wurde in seinem Seeanwesen im Morgengrauen erfasst, die Beweise aus Harrisons Schließfach vor ihm ausgebreitet. Finanzaufzeichnungen dokumentierten Millionen in Zahlungen vom Cathay, verschlüsselte Kommunikation skizzierten Schmuggelrouten und, am vernichtendsten, explizite Informationen bezüglich der Eliminierung von Präsident Harrison und Detective Carson. Also Leute, stellt euch vor, der Typ, dem alle vertrauten, war der Oberboss. Krass, nicht wahr? Wilsons Verhaftung sandte Schockwellen durch Riverside und darüber hinaus. In den folgenden Tagen wurden 6 weitere Beamte festgenommen. Die Verschwörungsnetze erstreckten sich in Staatspolitik, die Bezirksstaatsanwaltschaft, sogar die regionale Drogenfahndung.
Die Operation, die Harrison aufzudecken half, erwies sich als umfangreicher, als irgendjemand vermutet hatte. Wochenlang nach der Beerdigung, die nicht stattfand, wurde Präsident Richard Harrison aus dem Krankenhaus entlassen. Obwohl er noch Physiotherapie und laufende Behandlung benötigte, hatte seine Genesung die medizinischen Erwartungen getrotzt. Sarah blieb konstant an seiner Seite, ihre Bindung durch das Feuer des Verrats und der beinahe Verluste gestärkt. Carsons eigene Genesung schritt langsamer voran, seine Nierenfunktion dauerhaft durch seine Entscheidung beeinträchtigt, die Behandlung aufzuschieben. Die Ironie entging ihm nicht. Er würde eine körperliche Erinnerung an diesen Fall für den Rest seines Lebens tragen, genau wie Riverside die Narben von Wilsons Korruption tragen würde. Max, seinem störrischen Naturell treu, erholte sich am schnellsten von allen. Innerhalb von 3 Wochen bewegte sich der deutsche Schäferhund mit nur einem leichten Hinken. Seine Energie kehrte in Sprüngen zurück, die die Anweisungen seines Tierarztes für begrenzte Aktivitäten auf die Probe stellten. An einem goldenen Morgen 6 Wochen nach Harrisons wundersamer Wiederauferstehung im Bestattungshaus fand eine kleine Zeremonie im Büro des Bürgermeisters statt. Nicht Robert Hastings, der auf seinen Prozess wartete, sondern der neu ernannte Übergangsbürgermeister, ein respektierter Gemeindeleiter ohne politische Ambitionen außer der Dienstzeit während der Krise. Für außerordentliche Tapferkeit und Hingabe an die Pflicht las die Auszeichnung, als Harrison die höchste Auszeichnung der Abteilung an Carsons Uniform heftete. Der Präsident bewegte sich langsam, aber entschlossen, seine Hand fest, als er Carsons Augen begegnete. »Hätte es ohne dich nicht geschafft«, sagte Harrison leise. »Oder ohne Max«, lächelte Carson und nickte zu dem deutschen Schäferhund, der aufmerksam daneben saß, seine eigene speziell entworfene Medaille glänzend gegen sein Fell. Nach der Zeremonie machten sich die 3 auf den Weg zum Riverside Park. Harrison ging mit einem Stock, Carson bewegte sich noch vorsichtig, Max trabte zwischen ihnen, als hätten sie das schon 1000 Male gemacht. Sarah wartete an einem Picknicktisch, eine bescheidene Feier vorbereitet. Die Ärzte sagen, Richard könnte nächsten Monat zu begrenztem Dienst zurückkehren, erzählte sie Carson, während sie Harrison dabei zusahen, einen Ball für Max zu werfen. »Will er das, nach allem, was passiert ist?« fragte Carson. Sarah überlegte die Frage. Er sagt, Riverside verdient einen Neuanfang mit unbefleckter Führung. Sie lächelte sanft. Aber er sagt auch, dass er die Abteilung nicht in andere Hände als deine legen kann. Carson blickte überrascht auf. Meine? Er empfiehlt dich als seinen Nachfolger, wenn er in Rente geht. Sagt, du bist der Einzige, dem er vertraut, ordentlich wieder aufzubauen. Also Leute, nach allem, was passiert ist, wird Carson wohl der neue Chef. Verrückt, wie sich das Leben wendet, oder? Das Gewicht dieser Verantwortung legte sich auf Carsons Schultern. Schwer, aber nicht erdrückend. Wenn ihn vor 2 Monaten jemand gefragt hätte, ob er für solche Verantwortung bereit sei, hätte er die Vorstellung rundweg abgelehnt. Jetzt, nachdem er Verrat und Korruption auf höchster Ebene konfrontiert hatte, nachdem er beinahe seinen Mentor und sein eigenes Leben verloren hätte, war die Perspektive anders. Riverside brauchte Heilung. Vielleicht konnte er dabei helfen. »Wir schaffen das«, sagte Harrison mit ruhiger Zuversicht. Einen ehrlichen Schritt nach dem anderen. Carson beobachtete, wie Sarah ihres Mannes Hand nahm, wie Max seinen Kopf auf Harrisons Schuh legte. Familie in all ihren Formen. Loyalität getestet und bewiesen, Vertrauen gebrochen und wieder aufgebaut. In der Ferne läuteten Kirchenglocken die Stunde ein. Nicht Trauerglocken diesmal, sondern ein einfacherer, klarerer Klang. Der stetige Rhythmus des Lebens, das weitergeht. Der Zeit, die vorwärts schreitet, einer Gemeinschaft, die von Neuem beginnt. Ja, stimmte Carson zu, einen Schritt nach dem anderen. Als die Nachmittagssonne durch die Herbstblätter filterte, sprach das Gespräch über die Zukunft, den Wiederaufbau der Abteilung, die Wiederherstellung des Vertrauens der Gemeinschaft, der lange Prozess der Heilung, der vor ihnen lag. »Weißt du, was das Verrückteste an allem ist?« sagte Carson und streichelte Max' Kopf. »Wir haben einen Hund, der schlauer war als wir alle.« Harrison lachte, das erste echte Lachen, das Carson seit Wochen von ihm gehört hatte. »Max hat uns alle gelehrt, auf unsere Instinkte zu vertrauen, auch wenn alle anderen sagen, dass wir falsch liegen. Besonders dann«, fügte Sarah hinzu. Die Sonne neigte sich dem Horizont zu.
tauchte den Park in warmes, goldenes Licht. Familien begannen, ihre Picknicks einzupacken, Kinder wurden zum Abendessen gerufen, Jogger machten ihre letzten Runden. Das gewöhnliche Leben einer Stadt, die lernte wieder zu vertrauen. »Ich sollte nach Hause gehen und mich auf morgen vorbereiten«, sagte Carson schließlich. »Viel Papierkram wartet auf mich.« »Der glamouröse Teil der Polizeiarbeit«, scherzte Harrison. Während sie ihre Sachen zusammenpackten, bemerkte Carson eine Gruppe von Teenagern, die in der Nähe Fußball spielten. Einer von ihnen, ein dünner Junge mit zersausten Haaren, erinnerte ihn an sich selbst in dem Alter. Voller Wut, suchend nach einem Weg vorwärts. »Hey Richard, erinnerst du dich noch an unser erstes Gespräch, als du mich bei dem Einbruch erwischt hast?« Harrison nickte. »Du warst 16, verängstigt und wütend auf die ganze Welt. Du hast mir eine Chance gegeben, als niemand andere das getan hätte. Du musstest die nur ergreifen.« Carson blickte wieder zu dem Teenager hinüber. »Vielleicht ist es Zeit, dass ich anfange, anderen die gleichen Chancen zu geben.« Also Leute, seht ihr, wie sich der Kreis schließt? Carson wird zu dem Menschen, der Harrison für ihn war. 2 Tage später saß Carson in einem sterilen Besuchsraum des Bezirksgefängnisses, getrennt durch verstärktes Glas von Linda Harrison. Sarahs Schwester hatte dramatisch abgenommen. Ihre einst gepflegte Erscheinung war verschwunden, ersetzt durch die graue Uniform einer Untersuchungshäftlingin. Sarah hatte um dieses Treffen gebeten, trotz Carsons Bedenken. »Ich muss verstehen, warum«, hatte sie gesagt. »Ich muss es hören.« Linda weigerte sich, Carson direkt anzusehen. Stattdessen starrte sie auf ihre gefalteten Hände auf dem Metalltisch. »Sarah kommt nicht«, sagte Carson ruhig. Sie konnte es nicht ertragen. »Aber sie wollte, dass ich Ihnen etwas sage.« »Was?« Lindas Stimme war kaum hörbar. »Dass sie immer noch liebt. Trotz allem.« Linda brach zusammen. Tränen strömten über ihr Gesicht. »Ich verdiene ihre Liebe nicht. Ich verdiene gar nichts.« »Nein, das tun sie nicht«, stimmte Carson zu, ohne Härte in seiner Stimme. »Aber Sarah ist so. Sie vergibt, auch wenn es ihr weh tut.« »Collins sagte mir, Richard würde nur krank werden«, flüsterte Linda. »Nur genug, um ihn zur Pensionierung zu zwingen. Ich wusste nicht, ich schwöre, ich wusste nicht, dass sie ihn töten wollten.« »Was ist mit dem finalen Versuch im Krankenhaus?« Lindas Gesicht verzog sich vor Schmerz. »Parker kam zu mir, sagte, der Plan habe sich geändert. Drohte meinem Sohn, sagte, wenn ich Richard nicht eine letzte Dosis gebe, würden sie als nächstes Tommy holen.« Carson verstand die Verzweiflung einer Mutter, aber das entschuldigte nicht den Verrat. Sie hätten zur Polizei gehen können, zu Sarah, zu mir. Und was sagen, dass ich den Polizeichef vergiftet hatte? Dass ich mit dem Richter schlief, der Drogenhändler schützte? Lindas Lachen war bitter. Ich war gefangen, bevor es richtig anfing. Das Gespräch zog sich weitere 20 Minuten hin. Linda erzählte von den monatlichen Zahlungen, den luxuriösen Geschenken, dem allmählichen Rutsch in eine Welt, aus der es kein Zurück gab. Collins machte es so einfach, nur kleine Gefälligkeiten am Anfang. Informationen über Richards Zeitplan, wann er spät arbeiten würde. Es schien so harmlos. Bis es das nicht mehr war. Bis es das nicht mehr war, wiederholte sie. Als Carson das Gefängnis verließ, fühlte er mehr Mitleid als Wut für Linda. Sie war eine schwache Frau gewesen, die schwache Entscheidungen getroffen hatte. Aber sie war nicht das wahre Böse in dieser Geschichte. Das wahre Böse saß in einer Zelle 3 Stockwerke höher. Commissioner Wilson wartete auf seinen Prozess. Immer noch behauptend, dass er das Opfer einer Verschwörung sei. Am nächsten Tag besuchte Carson Harrison in Gassens provisorischem Büro im Rathaus. Der Präsident hatte darauf bestanden, begrenzte Pflichten zu übernehmen, trotz der Einwände der Ärzte. »Wie ist es gelaufen?« fragte Harrison und blickte von einem Stapel Berichten auf. »Sie ist gebrochen. Bereut es wirklich, glaube ich.« Harrison nickte traurig. Linda war nie stark. Schon als Kind nicht. Sarah versuchte immer, sie zu beschützen. Wird Sarah sie besuchen? Vielleicht. Irgendwann.
wenn sie bereit ist. Sie sprachen über Linda, über Familie, über Vergebung und die Grenzen der Loyalität. Also Leute, manchmal sind die Menschen, die uns am nächsten stehen, diejenigen, die uns am meisten wehtun können. 3 Wochen später stand Carson vor dem Spiegel in seinem Schlafzimmer und justierte seine Krawatte. Heute war der Tag seiner offiziellen Ernennung zum amtierenden Polizeichef von Riverside. Harrison hatte seine Pensionierung eingereicht, früher als geplant, aber mit der Gewissheit, dass er die Abteilung in guten Händen hinterließ. »Nervös?« fragte Sarah, die in der Türöffnung erschien. Sie hatte angeboten, Carson zur Zeremonie zu fahren, da Harrison noch nicht lange Strecken fahren durfte. »Ein bisschen«, gab Carson zu. »Es fühlt sich surreal an.« Richard sagt, dass die besten Führungskräfte diejenigen sind, die die Verantwortung nicht wollen, sie aber trotzdem übernehmen. Sie fuhren schweigend zum Rathaus, jeder in seinen eigenen Gedanken verloren. Die letzten Monate hatten sie alle verändert. Carson war sich nicht sicher, ob er derselbe Mann war, der vor 3 Monaten in jenem Bestattungshaus gestanden hatte. Der Zeremonieraum war voller Beamter, Stadtvertreter und Gemeindemitglieder. Carson erkannte viele Gesichter, Kollegen, die er respektierte, aber auch einige, bei denen er sich nicht sicher war, ob er ihnen vertrauen konnte. Wiederaufbau würde Zeit brauchen. Harrison wartete auf der Bühne, seine Uniform tadellos, obwohl Carson die subtilen Zeichen seiner jüngsten Tortur bemerken konnte. Der leichte Tremor in seiner linken Hand, die Art, wie er sich etwas steifer bewegte, aber seine Augen waren klar und entschlossen. Detective Michael Carson hat in den letzten Wochen Mut gezeigt, der über den Ruf der Pflicht hinausgeht. Seine Hingabe an Gerechtigkeit und sein unerschütterlicher Integritätskompass machen ihn zur idealen Wahl, Riverside durch diese Übergangszeit zu führen. Carson trat vor, Max zu seinen Füßen. Der Hund war zu einem inoffiziellen Maskottchen der Abteilung geworden, ein Symbol für Loyalität und Instinkt, dem sie alle nacheifern konnten. Als Harrison die Dienstmarke des Chefs an Carsons Uniform heftete, flüsterte er: »Vertraue deinen Instinkten, vertraue deinem Team und vergiss nie, dass die Gemeinschaft uns nur dann respektiert, wenn wir diesen Respekt verdienen.« »Ich werde mein Bestes geben«, versprach Carson. »Das weiß ich.« Nach der Zeremonie versammelte sich eine kleine Gruppe in Harrisons Hinterhaus. Eine informelle Feier, weit entfernt vom offiziellen Pomp der Morgenveranstaltung. Carson stand mit einem Bier in der Hand und beobachtete, wie Harrison Max einen Ball zuwarf. Die einfache Freude an diesem Moment kontrastierte scharf mit dem Trauma, das sie alle durchlebt hatten. »Bereust du es?« fragte Reynolds, der sich neben Carson gesellte. Der FBI-Agent war für die Zeremonie in der Stadt geblieben. »Was, die Ernennung? Die ganze Sache? Den Kampf gegen Wilson und seine Leute? Du hättest wegsehen können.« Carson dachte über die Frage nach. Nein, wegsehen hätte bedeutet, Harrison sterben zu lassen, hätte bedeutet, Wilson gewinnen zu lassen. Und jetzt? Jetzt bauen wir wieder auf. Einen ehrlichen Schritt nach dem anderen. Also, da habt ihr es. Carson ist jetzt offiziell der Chef. Könnt ihr euch vorstellen, diese Verantwortung zu übernehmen? Einen Monat nach Carsons Amtsantritt als Chef erhielt die Abteilung einen unerwarteten Besucher. Dr. Jennifer Walsh vom staatlichen K9-Ausbildungszentrum kam, um Max zu evaluieren. Sein Verhalten im Harrison-Fall war außergewöhnlich, erklärte sie Carson in seinem neuen Büro. Wir möchten verstehen, was ihn so effektiv machte. Max lag in der Ecke des Büros, offiziell pensioniert vom aktiven Dienst, aber inoffiziell Carsons konstanter Begleiter. Der Hund hob den Kopf, als sein Name erwähnt wurde. Er ist klüger als die meisten Menschen, die ich kenne, sagte Carson und streichelte Max' Kopf. Und seine Instinkte sind makellos. Wir würden gerne ein neues Ausbildungsprogramm entwickeln, basierend auf seinen Methoden. Hunde trainieren, nicht nur Drogen oder Sprengstoff zu erschnüffeln, sondern auch ungewöhnliche Verhaltensmuster zu erkennen. Carson überlegte den Vorschlag. Max verdiente Ruhestand nach allem, was er durchgemacht hatte, aber er war auch zu wertvoll, um völlig inaktiv zu sein. Was würde das für Max bedeuten? Leichte Arbeit, hauptsächlich Bewertung und Training anderer Hunde, ein paar Stunden am Tag höchstens. Carson blickte zu Max hinüber. Der Hund schien das Gespräch zu verstehen. Sein Schwanz wedelte leicht. »Was meinst du, Kumpel? Willst du andere Hunde unterrichten, so schlau zu sein wie du?« Ein leises Bellen war seine Antwort. Später am Tag erhielt Carson einen Anruf von Agent Reynolds. »Wir haben ein Problem«, sagte der FBI-Agent ohne Umschläge. Wilsons Anwälte bereiten eine Verteidigung vor, die behauptet, er sei ein Undercover-Agent gewesen, der die Kartelloperation infiltrierte. Carson seufzte. »Können Sie das beweisen?« »Nein, aber Sie können genug Zweifel säen, um eine Verurteilung zu erschweren. Deshalb rufe ich an.
Wir brauchen Ihre Aussage bei der Grand Jury nächste Woche. Natürlich. Und Carson? Seien Sie vorsichtig. Wilson hat noch immer Freunde. Nicht alle seine Verbündeten wurden aufgespürt. Nach dem Anruf spazierte Carson durch die Abteilung. Die Atmosphäre hatte sich in den letzten Wochen dramatisch verbessert. Beamte gingen mit erhobenem Kopf, ihr Stolz auf den Job wiederhergestellt. Officer Ramirez näherte sich ihm mit einem Ordner. »Chef, wir haben 3 neue Rekrutenbewerbungen, alle mit tadellosen Hintergründen.« Carson durchblätterte die Akten. Jung, idealistisch, bereit, einen Unterschied zu machen. Genau das, was Riverside brauchte. Planen wir Vorstellungsgespräche für nächste Woche ein? Und Jenny, führe Hintergrundprüfungen durch, gründliche. Bereits angewandt, Sir. Als die Sonne unterging, blieb Carson in seinem Büro und überprüfte Berichte. Max döste zu seinen Füßen, gelegentlich ein Ohr zuckend bei Geräuschen im Korridor. Das Telefon klingelte. Sarah Harrison. »Michael, Richard möchte wissen, ob du zum Abendessen kommen willst. Es ist nichts Besonderes, nur Hausmannskost.« Carson lächelte. »Gerne. Lass mich nur noch diese letzten Berichte durchgehen. Bring Max mit. Richard hat einen neuen Trick für ihn.« Also Leute, seht ihr, wie Max jetzt andere Hunde trainieren wird? Der Held wird zum Lehrer. Die Grand Jury-Aussage verlief reibungslos. Carson präsentierte die Beweise methodisch, seine Aussage klar und unwiderlegbar. Wilsons Verteidigung mochte Zweifel säen wollen, aber die Fakten sprachen für sich. Finanzaufzeichnungen, Kommunikationsabhörungen, die Aussagen der verhafteten Komplizen, alles wies auf Wilson als den Strippenzieher hin. »Glauben Sie, dass Gerechtigkeit geschehen wird?« fragte der Staatsanwalt Carson nach der Aussage. »Ich hoffe es. Riverside verdient es.« 2 Tage später, als Carson spät in seinem Büro arbeitete, erhielt er einen unerwarteten Anruf. Eine unbekannte Stimme, elektronisch verzerrt. »Sie sollten aufhören, in Dinge zu graben, die Sie nicht verstehen.« Carson aktivierte sofort die Aufnahmefunktion seines Telefons. »Wer ist das?« »Ein Freund. Wilson war nur ein Mittelsmann. Die wirkliche Macht dahinter ist noch da draußen. Hören Sie auf zu graben, oder Sie enden, wie Ihr Vorgänger fast geendet hätte.« Die Leitung wurde tot. Carson rief sofort Reynolds an. »Wir haben ein Problem.« Innerhalb einer Stunde war ein FBI-Tech-Team im Polizeipräsidium und verfolgte den Anruf. Die Nummer führte zu einem Prepaid-Handy, gekauft mit Bargeld, bereits entsorgt. »Professionell«, bemerkte Reynolds, aber auch verzweifelt. Wenn Wilson nur ein Mittelsmann war, dann sind seine Bosse nervös. Was schlagen Sie vor? Verstärkte Sicherheit für Sie und Harrison. Und wie intensivieren die Untersuchung von Wilsons finanziellen Verbindungen? Carson nickte, dann blickte er zu Max hinüber, der aufmerksam von seinem Äcker aus beobachtete. »Wenigstens habe ich den besten Wachhund der Stadt.« Die nächsten Tage vergingen ohne weitere Zwischenfälle, aber Carson blieb wachsam. Er variierte seine Routen zur Arbeit, checkte 2-mal seine Bürotür ab und Max schien die erhöhte Anspannung zu spüren. Der Hund blieb näher bei Carson, seine Ohren ständig aufmerksam. Am Freitag kam der Durchbruch. Agent Reynolds platzte in Carsons Büro. »Wir haben sie. Wilsons Offshore-Konten führten zu einer Spur von Shell-Unternehmen. Das ultimative Ziel? Ein internationales Konsortium mit Verbindungen zu 3 verschiedenen Kartellen. Und der Anruf? Kam wahrscheinlich von jemandem aus dieser Organisation. Aber hier ist die gute Nachricht. Sie ziehen sich zurück. Zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Risiko.« Carson lehnte sich in seinem Stuhl zurück, fühlte zum ersten Mal seit Wochen echte Erleichterung. Es ist also vorbei? Die unmittelbare Bedrohung, ja. Wilson wird verurteilt werden und sein Netzwerk ist zerstört. Als Reynolds ging, stand Carson auf und ging zum Fenster. Riverside breitete sich vor ihm aus, eine Stadt, die lernte zu heilen. Max kam zu ihm und legte seinen Kopf gegen Carsons Bein. Der Hund schien zu verstehen, dass die Gefahr vorüber war. »Wir haben's geschafft, Kumpel«, sagte Carson sanft und streichelte Max' Kopf. »Wir haben's wirklich geschafft.« Also Leute, die letzte große Bedrohung ist vorbei. Nur noch ein Kapitel, um alles abzurunden. 6 Monate später stand Carson auf der Veranda seines neuen Hauses und beobachtete, wie Max mit einer Gruppe junger K9-Rekruten arbeitete. Der alte Hund hatte sich als bemerkenswert geduldiger Lehrer erwiesen. Seine Instinkte halfen dabei, eine neue Generation von Polizeihunden auszubilden. Das Telefon klingelte. Harrison. »Michael, hast du die Nachrichten gesehen? Wilson wurde zu 25 Jahren verurteilt, ohne Bewährung.« Carson lächelte. Gerechtigkeit geschehen.
Endlich. Und die Stadt heilt. Die Kriminalitätsraten sind um 30% gesunken seit deiner Übernahme. Das ist Teamwork, Richard. Ich habe nur gute Leute um mich versammelt. Bescheidenheit wird dich umbringen, lachte Harrison. Sarah und ich wollen dich zum Abendessen einladen. Wir haben Neuigkeiten. 2 Stunden später saß Carson am Küchentisch der Harrisons, Max zu seinen Füßen. Sarah servierte Hausmannskost, ihre Wangen rosig vor Aufregung. »Also, was sind die Neuigkeiten?« fragte Carson. Harrison griff nach Sarahs Hand. »Wir adoptieren.« Ein 13-jähriges Mädchen namens Emma. Sie war in Pflegefamilien, nachdem ihre Eltern bei einem Autounfall starben. »Das ist wunderbar«, sagte Carson aufrichtig. »Ihr werdet großartige Eltern sein.« »Wir dachten, es wäre Zeit«, sagte Sarah. »Nach allem, was passiert ist, wollen wir etwas Positives in die Welt bringen.« Carson nickte, verstehend. Trauma hatte sie alle verändert, aber es hatte sie auch gelehrt, was wirklich wichtig war. Nach dem Abendessen gingen sie in den Hinterhof. Harrison warf Max einen Ball. Die einfache Freude an diesem Moment kontrastierte mit der Dunkelheit, die sie durchlebt hatten. »Bereust du etwas?« fragte Carson Harrison. »Die FBI-Arbeit? Die Geheimnisse vor Sarah?« Harrison überlegte. »Nein. Es war notwendig, aber ich bin froh, dass es vorbei ist.« »Und Max?« Sie blickten beide zu dem deutschen Schäferhund, der jetzt ruhig im Gras lag und die Abendsonne genoss. »Max hat uns alle gerettet«, sagte Harrison einfach. »Er erinnerte uns daran, auf unsere Instinkte zu vertrauen, auch wenn die ganze Welt sagt, wir liegen falsch.« Carson stand auf, bereit zu gehen. »Ich sollte nach Hause, früher Tag morgen.« »Michael«, rief Harrison ihm nach, »danke für alles. Wir sind eine Familie, Richard. Familien passen aufeinander auf.« Während Carson nach Hause fuhr, Max auf dem Beifahrersitz, reflektierte er über die letzten Monate. Riverside war eine andere Stadt geworden. Sicherer, ehrlicher, hoffnungsvoller. Zu Hause angekommen, setzte sich Carson auf seine Veranda, Max legte sich neben ihn, beide betrachteten die Sterne über Riverside. In der Ferne läuteten Kirchenglocken die Stunde ein, nicht Trauerglocken, sondern der stetige Rhythmus einer Gemeinschaft, die gelernt hat, wieder zu trauen. Carson streichelte Max' Kopf. »Na, alter Freund, bereit für morgen?« Ein zufriedenes Winseln war die Antwort. Also Leute, das war's. Max rettete nicht nur Harrison, er rettete eine ganze Stadt. Manchmal kommen die Helden auf 4 Pfoten.